Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Hier gibt es ja gar nichts. Wir sind bei Lilia Hagen. Oh, was gibt's hier? Gefährliche Grenzen von Ophelia Sweeney. Es ist bemerkenswert, wie unsere Ressourcen den Sternen zuzuwenden, obwohl es noch so viele ungelöste Probleme auf der Erde gibt. Unsere fragile Spezies der Weite des Kosmos auszusetzen, macht Siedler wie Spacer verwundbar für die Mysterien anderer Welten. Das Schicksal einer sich ausbreitenden Zivilisation könnte an einer einzigen Fehlberechnung, einer unbekannten Variable oder beliebigen außerweltlichen Katastrophen hängen. Waghalsigkeit und Ungeduld sind womöglich feste Aspekte der Menschheit und nicht Fehler in unseren Genen, wie andere es behaupten. Wenn ich das jetzt knacke, verknackt mich dann einer? What do Okay. you think you're doing? All right, but I got my eye on you. Ernsthaft? Also ich kann mit überzeugen einfach... Here they come. Oh. Ja, okay. Thought I heard something. Hey, what do you think you're doing? Yeah. I guess you're on the level. Here they come. Aber was macht ihr denn hier? Ich meine, wieso kämpfen die jetzt hier? Ja, dann halt nicht. Dann machen wir das halt vielleicht später oder so. So, dann versuchen wir jetzt mal den Rest hier noch zu erledigen. Also wir müssen noch mit der Technikerin quatschen, wir müssen noch mit dem Udom irgendwas. Beefwood oder wie der heißt, reden. Redwurst oder auch irgendwas. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Terra-frying is a Spacer's Choice brand secret, a mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Legally? No. The terra-frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&Ding our own special meat. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm-fresh sprats. Long as you don't mind me grinding spratwurst while we talk. Little things don't make themselves chewy. At least not yet. I'm sure modern science will find a way. Also irgendwie dieses komplette Spacer's Choice ist irgendwie komplett Fresh skurril, from the oder? grinder, any hour. Ja. So. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability.
We also have a line of specialized melee weapons, for those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. So, mich interessieren bloß die Dietriche. Hat er aber nicht. So, also da gehen wir als letztes hin. Well done. So, was war das jetzt? Auticleus Kitchen? Warum ist denn eine Leiche? Wartungshandbuch für Gastronomie-Robotereinheiten. Warnung, bitte folge allen empfohlenen Sicherheitsprotokollen, bevor du deine Einheit reinigst oder wartest. ACSR F900 ist mit Antimanipulationssystemen ausgestattet, die einen Selbstverteidigungsmechanismus in dem Essenz-Zubereitungsmodul auslösen können. Manipulationsschutz übersteigt dabei alle Pazifismusdirektiven. Bitte denke auch daran, alle Schneidwürfel, Häcksel, Filetier-, Hack-, Zerlegungs- und Weichklopfinstrumente zu entfernen, bevor du Serviceklappen öffnest. Es ist extrem wichtig, dass Reezy. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. This unit would clarify. There is a dead mechanic in the kitchen. User error in the maintenance of this unit's cutlery engaged several systems at once. The slicer, the grinder, the tenderizer. This unit is not designated for cleaning duties and cannot be compelled to accept another unit's responsibilities. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Okay, finde ich gut. So, was haben wir jetzt noch? Halcyon. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorists. Doch Geld drin, ne? Report any sightings. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. So, das ist die Frage, was ist da und was ist hier? Ja, das ist doch bestimmt dieser Udom, The oder? board. Organized, Oh. efficient. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places.
There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table? Zufällig nicht. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you Wäre with? vielleicht noch eine Quest für mich? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. Anspielung auf Moby Dick, falls es jemand nicht weiß. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, Wunderbar. is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. I have few complaints. Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Best to be clear, I believe. Ugh. Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status, and so resents any board presence, no matter how benign. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Ask away. Okay. Oh, endlich mal wieder Level Up. So, da kann ich ja jetzt eher nicht rein. Das wird ja wieder Diebstahl sein.
Aufzugschlüsselkarte. Ja, okay, da werden wir wahrscheinlich später noch rankommen. Das könnte ich knacken, aber da werden die mich verknacken wahrscheinlich. Will wir jetzt mal nicht. So, haben wir jetzt hier noch was? Nee. Dann geht's jetzt hier rein ins... Ah, was ist das? Achso, Level Up natürlich noch. Hier noch eins. So, dann ist die Frage, gehen wir mal auf Langwaffen, oder? Ich meine, das Level geht schon deutlich schneller, langsamer als am Anfang. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier die... Also. Da, das ist doch der... Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with... Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead? Rare or medium? What's it gonna be? How do you want me cooked, bounty hunter? My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Give him a good home. Don't worry, Mr. McRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your friend. You call your lighter Little Flick? I'll miss my baby pyro, but it beats losing my head. This court needs its king, and I'm one of a kind. Keen eyes you got there. Sanita gave me this lighter. We had a carnal understanding a Wer ist few denn years Sanita? back, and she wanted me to have something to remember her by. Lay it on me, boss. I'm good for it. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the Groundbreaker drains you like a fuel tank. The second floor is my place. Off limits to the likes of you. Whatever business brings you down to my domain, keep it local. Aber kann ich den jetzt trotzdem noch verknacken? Achso. Joa. Einfach mal mit Diplomatie gelöst, ne? Oh. Ups. Fand ich jetzt aber auch wieder nicht klar ersichtlich, dass das jetzt plötzlich ein Verbrechen ist. Sprechen wir lieber nochmal.
that automech patch? My grad wants it up and running. Hm. I'm trying to think of a good name before I wake it up. Not another step in Don't that give it a direction, name. friend. What are you thinking? He hasn't got a heart. Aber wo ist jetzt diese Technikerin? Shoot on sight, Jester. Die zu finden wäre halt noch ziemlich wichtig. Today's my birthday. Oh yeah? Fuck your birthday. Ja, greifen die mich jetzt an, wenn die mich sehen? Look out! One. Don't mess with us. Okay, war jetzt eigentlich nicht so geplant. Aber kann ich ja nichts dafür, wenn die mich angreifen. So. Leichtes Sturmgewehr. Ich habe doch irgendwo hier noch die taktische Shotgun. 238 und die ist 173. Dann wäre es doch besser, wenn ich die nehme, oder? It's so cozy. So. Voilà. What was that? Something going on over there? Meine Entdeckung. Oh, jetzt ist der Roboter doch aktiv. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, das war jetzt nicht so ideal. Jetzt ist halt die Frage, komme ich da irgendwie wieder heil raus? Here we go. Royce hit. Nice one. Careful, you're hurt. Oh, was? Jetzt aber schnell. Hab ich jetzt nicht mitgekriegt. Got a fight on our... Ja. Ich guck mal, ob ich hier wieder lebend rauskomme, ohne die alle abzumurksen. Ach shit, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ich habe ein ungutes Gefühl.
Vielleicht noch irgendwie eine gute Waffe hier dabei. Got him! We're not getting through. That's the last of them. Okay. Granatwerfer, ziemlich geil. Ja. So, ist jetzt dieser Anführer von denen auch hinüber? Oh, Moment, da ist noch mehr. Dann gehen wir jetzt mal nach hier. Here they come. Ist das die? Nee, Letty Dixon ist wieder jemand anders. Hey, I saw. What do you think Oh, you're doing? ernsthaft? Ich hab dich gerade gerettet, dumme Kuh. Do what you want, I guess. You're the first person I've seen who talked their way past McRed. That may not sound like much, but take my word for it. Wow. Junlei sent me down to collect the parts we need to fix the radiators. McRed got me all distracted sucking fumes and talking about the cosmos. Ma'am, I don't mean to be a bother, but what's Miss Chief Junlei like? If you don't mind me asking, I mean. Maybe ask her yourself. It's been fun, but I should probably get back to a deck where I'm not hallucinating about worms all the time. You know how it is. Youth these days have no principles. I can't tell if you brought friends or if I'm still seeing things, so maybe I ought to lay off the fumes and head back to work. I'll get back to my post. See you topside, stranger. War oben. Wo war denn oben der Maschinenraum? So, wie kriege ich das jetzt auf? Achso, das ist schon offen. Sieht nur aus, als wäre eine Glasscheibe davor. Gut. Ja, schon wieder. Mann, 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 Mann. Oh, Moment, ein 16er Helm. Aber ohne Bonus. Was habe ich hier für eine Rüstung? Eine 9er. Mit Tech. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Und du... Oh, 21er Helm. Inspiration 3. Wäre halt schon deutlich mehr Verteidigung.
Everyone all right? So, Auftrag aktualisiert. Wer ist da? Ja, ich hätte ihn nicht umbringen müssen, aber ich musste ihn ja jetzt umbringen. Also dadurch, dass ich hier den Kampf angefangen habe, war es, glaube ich, unvermeidbar, oder? So. Smells kind of like old Bess's outflow pipes. Aber hier muss es ja jetzt noch mehr Teile geben, die wir brauchen, um die Kühlung zu reparieren. Ich meine, ich habe jetzt so ein Kühlding gefunden. Da wird es ja bestimmt noch mehr geben. Here they come. Oh. Ach, fuck. Ey, man sieht es halt auch überhaupt nicht, wenn man im Zoom-Modus ist. Does everyone get branded when they join McRed's crew? Ich hätte gerne zwei gleichzeitig. Warm your back up. Everyone all right? War da nicht noch einer? Einmal nicht. So, was haben wir hier noch so? Wie schwer wohl die ganze Munition ist, die ich habe? Was war das? Als ich auf die Groundbreaker gezogen bin, dachte ich, das wäre mein Tor zu den Sternen, der Anfang meiner epischen Saga als Spacer. Jetzt züchte ich für einen Haufen banditen Pilze, nicht mal um sie zu verkaufen. Sie essen sie nur, eine Handvoll nach der anderen. Einige der Leute hier sind seit Wochen auf einem Trip. Schätze, es könnte schlimmer sein. Ich habe von einem Supply-Dienstleister gehört, den sie in Chemikalien aufgelöst und das Klo runtergespült haben, weil er Lila beklaut hat. Aber McRed ist immer glücklich, mich zu sehen. Nennt mich seinen Pilzpumpel. Aktualisierung. McRed hat gerade einen Typen verbrannt, weil seine Schnürsenkel offen waren. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht sollte ich vorsichtiger sein mit dem, was ich züchte. Muss was finden, was ihn ruhiger werden lässt. Zeit für ein paar Experimente. Boah. Kranker Typ. Ich denke mal, niemand wird allzu traurig sein, dass ich den jetzt aus dem Weg geräumt habe, oder? So, kann ich mit den Pilzen irgendwas machen? Nö. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Aber jetzt habe ich trotzdem nur einen einzigen Kühlstab gefunden. Oh, was habe ich hier noch? Natürlich. Ich bin überhaupt kein Fan von Inventarbeschränkungen. So. Nun denn. Keine Ahnung, welche Quest gerade
tief ist. Moment, war ich da schon? Ah, das wird die Werkstatt sein, oder? Those XF411s? Good law, the heat in here is so unbearable I can hardly even concentrate. I thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. Junlei! Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Ja, Moment. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Those are... Wow. That's exactly what I'm looking for. Remarkable. How did you... I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight man-to-pillar infestation. Okay. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. You can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able though you've proven to be. Alles Don't klar. worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Wart jetzt noch irgendwas? Those repairs won't make themselves. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker.
My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stem that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. You've got my attention. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Okay, das ist mir auch schon fertig. Gucken wir nochmal, ob da sonst noch wer ist, der mit uns reden möchte. Kommen wir gerade nicht rein. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Werkbank. Ach, ich würde solche gerne klauen. Auch schön mit dem Hitzeflimmern. Macht tatsächlich klar, dass es hier warm ist. Ah, Private Taylor. Haben wir doch. Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My, boot was untied. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Controls are in the back of the machinery shaft area. Keep clear of the radiator. You don't need to kill them. Something to think about buying this then? Was war denn das? Mantelschwarm. Okay. War ja easy. An HBB Erdhaku bemittelt, wir Sonde an der Quelle archiviert. Es ist mir eine Ehre, berichten zu dürfen, dass die Groundbreaker erfolgreich am Lagrange-Punkt angekommen ist, wo wir unsere Fracht bestehend aus Fertighäusern, Siedlern und Vorräten auf den ausgesuchten Kolonialwelten abgesetzt haben. Mögen sie florieren und expandieren. Nun, da Phasen 1 und 2 der Mission abgeschlossen sind, wird meine Familie wie vertraglich vereinbart die Kontrolle über die Groundbreaker übernehmen und das Schiff als unabhängigen Handelsposten, Frachthafen und Reparaturstation betreiben. Ich möchte noch abschließend hinzufügen, dass ich meine Hoffnungen und besten Grüße zurück an die Erde schicken möchte.
Vor uns liegt eine gewaltige Aufgabe, aber wir werden nie vergessen, was wir zurückgelassen haben. Einige besonders reiche und geschmacklose Individuen unseren kolonialen Nachbarn haben wohl die falsche Vorstellung davon, weshalb ich uns hier herausgeflogen habe. Bestimmt nicht, um mir ein 9-stelliges Blutgeld ausstellen und mir das Logo von Spacer's Choice auf den Arsch tätowieren zu lassen. Ich habe nicht vor, jedes vorbeikommende Schiff um seine letzten Bits zu erleichtern. Die Groundbreaker trägt nicht zum Erfolg Misserfolg der Konzerne von Halcyon bei. Punkt. Dies hatte ich vertraglich so festhalten lassen, bevor ich das Schiff überhaupt zum ersten Mal betreten habe. Wenn irgendjemand unsere Unabhängigkeit anzweifeln oder gefährden möchte, wird er es mit einem Tennyson zu tun bekommen. Wir sind ein Familienbetrieb. Auch nachdem der letzte Tennyson ins Gras gebissen hat, wird sich die Groundbreaker noch an uns erinnern und ihre Freiheit mit allen Mitteln verteidigen. Okay, so, jetzt müssen wir noch diesen Schalter finden. Wird er dann wahrscheinlich hier oben. Oh, was war das? Good news. Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of bandits. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are used for the Mensch, jetzt gibt es aber viele Dietriche plötzlich. they kill next. Sneak fast if you can. Shoot back if you can. I can always fix them later. Okay. Dann rein hier. Oh, da oben sind noch mehr Viecher. Versperrt. Processing data. Oh. Security Trouble patrol. incoming, Captain. Too strong! Hit it with something else! Guys, all right? Da dröhnt's wieder ganz schön. So. Sind es noch mehr Roboter? Oh ja. I'm ready for this! Check it out, Cap! Security. Can't get past that armor! Oh, da unten ist noch einer. Kann ich jetzt hier? Ah, okay. So, wie komme ich jetzt da runter? Also klar, ich könnte da runter hüpfen, aber ist das so gedacht? Behind you, Captain. Oh. Nice one! That's the last of them! Ach, das braucht 8 Munition pro Teil. Also pro Schuss. Gut. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Ah, Go das ahead and Terminal. cycle the droplet pumps. Und das If war you der don't Weg, know den what ich that gesehen means, hätte. just look for a command that says cycle droplet pumps. So. Terminal. Die Mitarbeiter werden rastlos. Temporäre Notlösungen sind alles, was wir hier haben, damit die Groundbreaker weiterläuft. Meistens können wir ein System nicht wiederherstellen, ohne ein anderes auszuschlachten. Großmutter musste damit klarkommen, also werde ich das auch. Ich kann die Crew zusammenhalten, aber was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin?
Herauszufinden, ob unsere Unabhängigkeit meinen Tod überdauert, wird die wahre Prüfung für die Groundbreaker sein. Die Wette gehe ich aber ein. Habe ein paar von Chief Goyings alten Plänen gefunden. Die Groundbreaker muss bei der Überfahrt einiges eingesteckt haben, weil sie ihre halbe Karriere damit verbracht hat, sie zu flicken. Die mussten viele Kompromisse eingehen, als sie das hier alles gebaut haben. Unter den Dokumenten war auch ein Design für den Hangar, das sich mit keiner meiner Aufzeichnungen deckt. Vielleicht was schon vor langer Zeit abgeschottet wurde, wie Blutzellen, die eine Infektion isolieren. Ich schreibe nicht gerne so sentimentales Zeug auf, aber jedes Mal, wenn ich eine Schalttafel öffne und wieder irgendeine Übergangslösung in den Eingeweiden des alten Vogels finde, spüre ich, wie du über mich wachst, Großmutter. Okay. Nicht entbehrliches. Done. The temperatures are dropping. Stop Okay. by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you things. Autsch. Nun denn? You really in jail, Mr. Max? And you were our vicar? Yes, but as I've repeatedly said, I was assigned there as a vicar. I was not a prisoner. I just can't believe you'd lie. I was not lying. It had no bearing on my ability to minister to my flock, and was therefore not worth mentioning. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Ja. So, wo war doch gleich Edna? So, was haben wir denn jetzt hier noch so hübsches? Was gibt mir hier der Bonus? Plus 20%. Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. So, noch ein Vorteil. Wir haben gerade mal die erste Stufe hier voll. Also 5 hieß es ja, glaube ich, bis die nächste freigeschaltet wird. So. Ja, mal das. Was kriegt man denn jetzt Neues dazu? Hm. Hm. Okay. Ja, geiles Zeug dabei. So, was haben wir denn jetzt hier an Quests? Da weiß ich noch. Was soll denn die sein? Ah ja. Okay, das ist jetzt aber auf einem anderen. Das können wir jetzt mal schnell machen. Was sagt denn die Uhr? Oh, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Dann spute ich mich mal, dass wir die Quest zumindest noch abgeschlossen kriegen. CNP burst pocket can be microwaved in 2.5 seconds. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off.
I believe I'm growing fond of you, bounty hunter. If you got the Mardets' backs, the Mardets have got yours. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Okay. Das ist erledigt. Was ist das hier? Okay, das ist anderer Planet. Das ist anderer Planet. Das ist noch hier. Das war Krankenstation. Bei der bei Groundbreaker erhöht. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. Welcherin? If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. She helped me win a bet. We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. And, as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Yeah, but the important thing is I won the bet. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Okay. Neues Crewmember. Gut, das ist das ist hier. Also das muss doch jetzt aber hier direkt nebenan sein, oder? Ja. Muss mal nochmal gucken, habe ich irgendwo was übersehen? Ah, beziehungsweise dieses... Nee. Gracious. I was just sitting down for tea. I found a hen's... Achso, aber vielleicht hat die das dabei. Bergungshelfer. Ist das jetzt einfach eine gute Pistole? Weil das sieht doch genau aus wie die normale. Also Moment. Das nehmen wir, weil ich damit wahrscheinlich dann Archivmodul. Also da habe ich die Hoffnung, dass mir das questmäßig irgendwas bringt. Das Ding kaufe ich mal. Das sind Rüstungsteile und sowas, das brauche ich jetzt nicht. Ah, aber das nehmen wir noch mit. So, aber du hast jetzt keine Wissenschaftswaffe hier. Dann verstehe ich nicht ganz, warum du markiert bist, oder? Ach so. Die ist markiert wahrscheinlich wegen der anderen Quest, oder? Ja, hier oben war ich noch nicht. Okay, mein Fehler. Ja, dann suchen wir jetzt noch schnell diese Waffe. Hinten, na, wie komme ich denn da hin? Oh.
Eine der Ratten von UB hat heute nach dir gefragt. Wollte wissen, was du so trinkst. Mit wem du redest, wie aggressiv du bist. Hat mir sogar Bits angeboten, hab die Bits genommen und ihr einen Haufen Lügen aufgetischt. Pass auf dich auf, wenn du wieder da bist. Ich will nicht, dass du in einer Müllschacht landest. Icy, lange nichts mehr von dir gehört. Du bist gerade auf der langen Reise nach Dashkova, richtig? Wenn du wieder da bist, habe ich einen Ort, wo du dich mit deinen treffen kannst. Ist nur ein Lagerraum, aber ruhiger und sicherer als die Bar. Da sollten eigentlich alle deine Leute reinpassen. Kostet dich nichts, wenn ich dir ein Bier ausgeben darf. Guten Tag, wir haben den Vorschlag nun bereits zum 10. Mal geprüft und sind nach wie vor nicht der Meinung, dass galaktischer Pilz eine akzeptable Geschmacksrichtung für ein Rizzo-Getränk ist. Selbst wenn wir diese Idee verfolgen würden, wiesen die mitgeschickten Proben dennoch äußerst halluzogene Eigenschaften auf. Das ungeöffnete Paket war bereits potent genug, dass es im Wareneingangsbereich zu Ausschreitungen kam. Okay. Aber das ist jetzt auch nicht der Ort, den ich suche. Ich würde sagen, es ist nicht meine Schuld, wenn das sich wegdreht. So, wie kommen wir jetzt? Da geht's wieder nach unten. Also keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Habe ich auch noch nicht geplündert lassen. Da wieder los. Ja. Na komm. Okay, aber dann war das doch das Versteck hier hinten, oder? Da habe ich da irgendwo eine Leiter wahrscheinlich übersehen. Miss Ellie, Dr. Finhill. I notice your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here. Everything's got a price. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich übersehen. Na gut, dann machen wir jetzt trotzdem mal hier Schluss. Weiß nicht, wie ich hier weitersuchen soll. Ohne irgendeine Spur. Ja, dann machen wir hier Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bye, The Outer Worlds. Tschüss.